Hallöchen ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Das hier ist ein Osterkranz, was in meinem Heimatland Moldawien immer zum Ostern vorbereitet wird. Das kenne ich so von meiner Mama. Natürlich bei ihr sieht es ein bisschen schöner aus. Ich habe das Beste daraus gemacht und wie es geht, zeige ich euch jetzt. Ich habe schon mal die Zutaten vorbereitet. Wie ihr seht, ich habe getrennt. Hier einmal habe ich die Zutaten für den Teig und hier auf dieser Seite die Zutaten für die Füllung. Ich werde nur schnell hier einmal mit der Kamera durchgehen, was dann an Zutaten sind. Ich habe hier Eigelb für den Teig, Zitronenrieb habe ich schon vorbereitet, Zucker, frische Hefe habe ich genommen, ein bisschen Muskatnuss, Butter, Milch und Mehl. Die Mengenangabe wie immer unter dem Video zu finden. Für die Füllung habe ich Frischkäse, Eier, Zucker, Grieß oder Schmand und Prise Salz. Und der erste Schritt wäre dann die Hefe vorbereiten. In eine Schüssel gebe ich ein bisschen warme Milch. Dann zerkleinere ich die frische Hefe. Ein Esslöffel Zucker, ein Esslöffel Mehl und alles gut umrühren. Die Hefemischung ist jetzt fertig. Lasse ich jetzt erstmal für 15 Minuten ruhen und der nächste Schritt, dann gebe ich zu dem restlichen Mehl die anderen Zutaten dazu. In eine größere Schüssel habe ich das restliche Mehl. Und dann kommen alle anderen Zutaten. Ich gebe erstmal dann eine Prise Salz, dann ein bisschen Muskatnuss, restliche Zucker, die 2 Eigelb. Ich habe von einer Zitrone die Schale abgerieben und die Hälfte gebe ich zu dem Teig zu und die andere Hälfte kommt nachher in die Füllung. Dann kommt noch hier diese Vanillearoma, was ich habe, und ein bisschen Rum, halb Teelöffel Rum-Aroma. Die restliche Milch noch. Als letztes kommt dann die Hefemischung noch dazu. Und alles wird gut umgerührt. Das duftet schon so gut. Jetzt nehme ich die Hand zum Umrühren. Es geht besser. Dann gebe ich auch die Butter zum Schluss dazu. Und etwa 10 Minuten kneten, bis der Teig nicht mehr an den Händen klebt. Jetzt bleibt kein Teig mehr an den Händen kleben. Dann forme ich das rund. Der Teig ist jetzt fertig, der muss jetzt noch gehen, deswegen werde ich dann mit Frischhaltefolie abdecken und wer es zügiger haben möchte, dann kann auch in den Ofen bei 40 Grad reintun. Ich werde genauso machen und etwa eine Stunde gehen lassen, bis die Masse sich verdoppelt hat. Der nächste Schritt dann in der Zeit wäre die Füllung vorbereiten. Und die Füllung ist ganz einfach zuzubereiten. Und werden die Zutaten einfach dazugegeben. Ich nehme eine Prise Salz dazu, dann Zucker. Zucker kann jeder für sich selber entscheiden, wie viel. Wer süßer mag, dann nimmt ein bisschen mehr. Wer nicht so süß, ein bisschen weniger. Ich habe 100 Gramm genommen. Dann habe ich hier auch noch Grieß, Vanillearoma, Zitronenschale. Dann habe ich Schmand hier und zum Schluss die Eier. Die ganze Masse gut umrühren. Die Füllung ist jetzt fertig. Jetzt muss ich noch warten, bis der Teig gegangen ist. Der Teig ist sehr gut gegangen. Sieht richtig gut aus. Das ist die Masse an Teig, die wir gewonnen haben. Jetzt teile ich das. Ein bisschen weniger für den Boden. Ich habe hier ungefähr 640 Gramm Teig, habe ich vorhin
gewogen und ich nehme etwa 350 für den Zopf und für den Boden den Rest. Ja, und jetzt teile ich das. Dann habe ich das Stück hier nehme ich für den Boden und das hier muss ich wieder halbieren, weil dann brauche ich, um den Zopf zu flechten, 2 gleiche Stücke. Und jetzt wird der Boden fertig gemacht. Dafür brauche ich den Nudelholz gleich. Dann versuche ich das für die Form so rund wie möglich zu rollen. Die Form habe ich schon vorbereitet, angefettet. Und der Boden kommt rein. Wird angepasst. Bis zum Rand. Für den Zopf mache ich jetzt erstmal 2 Würste. Die müssen auch gleich lang sein. Ach, ich brauche ein bisschen zu viel Mehl, dann nehme ich ein bisschen Öl. Das ist nicht so, dass das einfacher dann zu kneten ist. Eine Wurst, wie ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich sag mal so, ein Teil von dem Teig, was ich gerollt habe, lege ich drauf und dann drehe ich immer in der Richtung beide, so dass dann nachher richtig schön aussieht. So, und dann lege ich die andere Seite drauf. Und dann kann man ganz einfach. Ach, die geht schon kaputt. Der Zopf. Jetzt kommt eine Form. Schön am Rand platzieren. Der Osterkranz ist jetzt fertig. Ich lasse noch 15 Minuten gehen. Nachher kommt die Füllung in die Mitte. In der Zeit bereite ich den Ofen vor. Es wird auf 175 Grad Umluft vorgeheizt. So, meine Lieben, jetzt ist der Kranz gegangen. So sieht es aus. Die Füllung kommt jetzt in die Mitte. Und jetzt sind wir bei dem letzten Schritt. Ich habe hier ein Ei geschlagen und dann wird der Kranz schön gepinselt, sodass nachher dann auch eine schöne Farbe bekommt. Jetzt kommt der Osterkranz in den Ofen bei 175 Grad Umluft für etwa 45 bis 60 Minuten. Kommt darauf an, was für einen Ofen man hat, und wenn es richtig bräunlich ist, dann ist es fertig. Jetzt sind die 45 Minuten um. Jetzt gucke ich mal rein. Wow, die ist auch fertig. Braucht auch nicht länger bleiben. Ist alles schön bräunlich geworden, wie ich mir so vorgestellt habe. Der Käse ist hart, perfekt. Et voilà, fertig ist der Osterkranz. Genauso wird in meinem Heimatland zubereitet, in Moldawien. Und immer zu Ostern. Das ist so traditionell. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei der Community für die 100 Abonnenten zu bedanken. Ihr seid so toll. Ihr seid motivierend, inspirierend und ich freue mich sehr, Teil dieser Community zu sein. So, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen, Daumen hoch. Auch ein Abo wäre nicht schlecht dazulassen. Ich wünsche euch und eure Familien schöne Ostertage.
Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.